Also ich bin gestartet Ende Juli hier im Westerwald. Dann ging es nach Garmisch-Partenkirchen. Von da aus bin ich dann nach Österreich, Area 47. Und dann ging es weiter durch Österreich, Linz, Graz, die ganze Zeit an der Mittelmeerküste runter, Montenegro, Albanien, dann lange Zeit in Griechenland gewesen. Über Athen und die griechischen Inseln ging es dann rüber nach Asien, nach Osten in die Türkei, komplett einmal durch bis nach Kurdistan, von der türkisch-kurdischen Grenze rüber in den Iran, Nordwesten runter in Südosten an Persischen Golf, nach Dubai. Von Dubai habe ich dann den Flieger nach Sri Lanka genommen. Reisen wollte ich schon immer und dann kam irgendwann noch Kampfsport halt dazu. Dann ist irgendwann die Idee halt gewachsen, das Ganze miteinander zu verbinden. Ich habe ja Fingerhaken gemacht, europäische Kampfkunst, Kickboxen, Pankration, die persische Kampfkunst, Angampora, viele Sachen, die man hier gar nicht so kennt. Meiner Meinung nach war der Vorteil, über Land zu reisen, dass man halt wirklich die Landschaft mitbekommt. Und wenn man reist wie die Einheimischen, dann kriegt man doch noch den einen oder anderen Geheimtipp mit. Was richtig geil war, wo wir ganz im Süden vom Iran auf dieser Insel waren, Hormuz Island. Weil da eine Free Zone ist, das heißt, es gibt keine Polizei. Da sind Mädchen in Bikinis rum, da gab es Bier, da wurde gekifft, also alles, was du dir denkst, was im Iran eigentlich nicht möglich ist. Am letzten Abend sind wir mit dem Fischerboot abgeholt worden und die Brandung, die war schon so hoch, dass du eigentlich gar nicht mit dem Boot raus konntest, war dem scheißegal. Dann sind wir da drauf und dann über den Persischen Golf da rüber geballert, wieder in den Ort. Und da hast du dich halt richtig lebendig gefühlt, so ja, über diese Wellen da drüber gepeitscht, es war schon dunkel. Das war eigentlich völlig lebensmüde. Also der schlimmste Moment war dann eigentlich, wo ich in Sri Lanka, in Colombo im Krebskrankenhaus war, weil ich da meinen Mietvertrag für mein Haus unterschreiben musste und mal gesehen habe, was da so abgeht. Ey. Die Menschen, die liegen da, keine Ahnung, im Abstand von 50 cm liegen die da nebeneinander und sind da am Verrecken. Und da habe ich halt erst schon mal beschlossen, dass ich die Kaution, die ich fürs Haus bezahlt habe, dass ich die auf jeden Fall da spenden wollte. Und dadurch, dass ich ein bisschen in den Medien da vertreten war, also Social Media, Facebook und durch den Blog, habe ich mir gedacht, kannst du da mal probieren, was sonst noch bei rumkommt. Ja, Ende vom Lied hat mir ungefähr 2000 € hat mir gesammelt, die mir dann übergeben haben. Unterwegs ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da so in seinem Trainingsalltag drin zu bleiben. Ich bin in fast jedem Ort, wo ich war, bin ich laufen gegangen, weil ich so halt die Umgebung erkunde. Wenn ich dann am Blog arbeiten wollte, habe ich mir dann immer mal zwischendurch so 1, 2 Tage genommen, um das zu aktualisieren. Ja, wenn man dem allen gerecht werden will, dann muss man das gut einteilen, alles gutes Zeitmanagement. Also, dass man sich auf jeden Fall mal pro Woche 1, 2 Tage frei schafft, wo man halt wirklich dann die ganze Scheiße am PC abarbeitet. Damit du dann auch wieder danach dich wieder aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Es geht um Kampfsport, Kampfkunst. Und meine ganze Sache ist halt noch damit ein bisschen gewürzt, dass ich halt wirklich unterwegs bin auf Reisen und die Kampfkünste halt direkt vor Ort erforsche. Ja, die Kulturen kennenlernen und auch das hinter der Kampfkunst. Ich will nicht nur dahin fahren und einfach irgendwelche Techniken anwenden lernen, sondern ich will auch wissen, wie das Ganze entstanden ist. Also ich habe ja am Anfang viel auch mit Reisekram da angefangen, aber in Zukunft wird sich das viel mehr auf Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigung und sowas konzentrieren. Mit August geht es dann nach Nepal. Erstmal für 3 Wochen ein bisschen da so das Land erkunden. Von da aus geht es wahrscheinlich noch mal kurz über Tibet und dann auf unbestimmte Zeit nach Thailand, um tiefer ins Thai-Boxen einzusteigen. Ich habe in Nordthailand meine Homebase. Wenn ich dann aus dem Land raus muss, werde ich in den Nachbarländern halt immer mal meine Augen offen halten, andere Kampfkünste erforschen und so weiter. Aber Homebase ist quasi in Nordthailand. Aber der Unterschied zu dem Trip zuvor ist ja, dass ich jetzt an Orten bin, wo sich auch Leute aufhalten, die das Gleiche vorhaben wie ich, die halt trainieren wollen und den Kampfsport machen wollen. Vorher, in den ganzen Plätzen, war ich ja immer alleine auf mich gestellt, auch größtenteils immer alleine trainiert mit den Leuten, die halt da waren. Aber in den Plätzen Ostasien, Südostasien, wo ich jetzt hingehe, sieht das halt anders aus. Mein Ziel diesmal ist, dass ich einen Meister finde, einen Mentor, der mir nicht nur Techniken zeigt, die ich dann anwende, sondern auch wirklich was
das Leben beibringt. Willst du noch deinen Zuschauern was sagen? Nee.